Vogel der Woche. Hello there, calling from Romania. Ja, hier gibt es natürlich jede Menge Vögel, die es vorzustellen lohnte. Aber einer ist mir just über die Straße geflogen beim Hinaufgondeln in die Berge, die Karpaten nämlich. Und der ist schon ein wenig special, denn er kam eigentlich zu irgendeiner Zeit mal relativ gewöhnlich in Mitteleuropa, dem Süden vor allen Dingen vor. Und zwar immer dort, wo so lockere Kulturlandschaften existierten. Denn er ist eigentlich ein fast schon Steppenvogel, der braucht so immer mal Nistbäume und ein paar lockere Wälder, also so was wir so als Heidelandschaft bezeichnen würden. Und ist bis nach Ostasien verbreitet. Allerdings hier in Europa mittlerweile sehr rar geworden und nahezu insular nur vorkommt und war ja noch vor 50 Jahren fast ausgestorben. Ist er auch über weite Flächen. In Deutschland ist er weitgehend unbekannt, obwohl es gerade einen gibt im Randower Bruch, nämlich einen östlichen Kaiseradler. Aquila heliaca, also das heißt einer der echten Adler, die braun, klobig, breite Flügel, relativ kurze Schwänze, so ein typisches Adlerbild abgeben. Kennen Sie vielleicht hier vom Seeadler oder unserem viel selteneren Schreiadler. Und dieser Kaiseradler, der ist fast so groß wie ein Steinadler, also schon ein mächtiges Tier, bis zu 2,20 Meter Flügelspannweite und gehört damit zu den größten Greifvögeln in Europa. Und der kommt hier in den Karpaten noch vor und das hat seinen Grund vor allen Dingen in der extensiven Landwirtschaft, das heißt genau dieser Kulturlandschaft am Rande der zusammenhängenden Karpatenwälder, da wo also Schafhirten, Ziegenhirten und kleinteilige Landwirtschaft zu so einer Scattered Landscape-Geschichte führen, die er eben mag. Und deshalb gibt es ihn hier auch noch in einigen Brutpaaren, man kann ihn immer mal sehen. Es ist nicht so ganz klar, wo er eigentlich brütet, aber das hängt auch ein bisschen mit der Dichte der Ornithologen hier zusammen. In Westeuropa, wo Leute offenbar auch mehr Zeit haben und sich den Luxus des Vögelbeobachtens gönnen, da wird er dann schon ein bisschen genauer beäugt, zum Beispiel in Österreich und Tschechien und Ungarn, wo wieder Ansiedlungen stattgefunden haben, nachdem er vor 20 Jahren unter strengen Schutz gestellt wurde, sodass er mittlerweile auch zu den regulären Brutvögeln in Österreich, fast 50 Vögel wurden da vor ein paar Jahren gezählt, und Tschechien und Ungarn gehört und eben Rumänien, ein paar in Bulgarien, wohl ein paar in Italien. Und das ist dann auch schon die westliche Verbreitungsgrenze, denn in Spanien, da gibt es eine sehr nah verwandte Art, die auch lange als Kaiseradler gezählt wurde. Das ist aber genetisch nachgewiesenermaßen eine insulare Entwicklung, die also eine andere Art hervorgebracht hat. Ja, warum rede ich denn über so einen Vogel, den Sie sowieso nie zu Gesicht bekommen? Weil er erstens natürlich toll aussieht, hat so einen schönen goldgelben Oberkopf bis in den Nacken hinein und so helle Flügelbuggeschichten, also auch da so ein, wie man sich das so vorstellt, so ein edler Adler, so mit goldenen Schultern, goldenem Nacken und Oberkopf und einem gewaltigen Schnabel. Der Schwanz hat so eine leichte, dünne Endbinde und davor noch so, also er ist ein bisschen gezeichnet, unterseits ein bisschen heller als vielleicht zum Beispiel der Schreiadler, der ja so einheitlich braun wirkt, oder der Schelladler. Und dadurch kann man ihn auch ganz gut erkennen. Und zur Zugzeit, die jetzt beginnt demnächst, rauscht er dann hier auch über Bulgarien Richtung Bosporus. Das ist so die Brücke quasi, Zugbrücke der östlichen großen Vögel, die also die Thermik brauchen, um zu reisen. Aber nochmal zurück zu dieser Landschaftsform, die ist ja bei uns eher durch die intensive Landwirtschaft nahezu ausgestorben. Das heißt, immer dann, wenn wir irgendwie so sehen, oh, das ist aber schön hier, dann hat das meist damit zu tun, dass da noch so dörfliche oder dorfnahe kleinteilige Strukturen existieren, die natürlich eine ganz andere Artenvielfalt hervorbringen. Eben auch im Kontrast zum durchgängigen Wald. Denn Waldvögel haben andere Ansprüche an ihre Umgebung und
diese lockere Bewuchsstruktur, die bringt dann eben eine ganze Reihe von Vögelansiedlungen auch hervor, die sozusagen durch das Einwirken des Menschen passiert sind. Das heißt eigentlich so eine Art Making-Nature-Geschichte, ohne dass das vielleicht jetzt der vordringliche Zweck war, aber das könnte man ja auch nochmal überdenken, nicht wahr? Und sowas wieder herbeiführen, denn auch dann wäre vorstellbar, dass der Kaiseradler wie auch andere Adlerarten sich in Deutschland wieder ansiedeln würden, wobei denen ja diese Nationalgrenzen sowieso egal sind. Denen geht es ja um Landschaftsformen und Biotope. Und natürlich auch, ob sie da was zu fressen finden. Und auch das hängt mit so einer extensiven Landwirtschaft zusammen. Denn da gibt es natürlich noch Mäuse, die er gerne mag. Oder Hamster oder Ziesel oder Wiesel, ne, so kleinere Säugetiere. Das ist so die Nahrungsgrundlage des Kaiseradlers. Der nimmt auch schon mal einen kleinen Hasen, ne? Aber auch die sind ja rar in einer intensiven Landwirtschaft. Das heißt, das, was wir hier in Rumänien beobachten können, ist eigentlich so eine Überlegung wert, ob erstens das hier nicht auch gefördert werden sollte und nicht etwa zum Beispiel den Schweizer Großunternehmen überlassen werden sollten, die dann alles abrasieren und Riesenflächen anlegen und das auch noch einzäunen, sodass also quasi sowohl die örtlichen Kleinbauern dann Riesenwege haben oder die Schäfer zum Beispiel, ne? Und natürlich auch die Tiere dann nicht mehr durchkommen und damit sich komplett der ganze Charakter dieser Landschaft hier ändert, wie bei diesem Schweizer Karpatenmiet-Unternehmen, was hier radikal Landschaftsveränderungen herbeiführt und quasi eine Art Landgrabbing betreibt, wie uns Victoria von einer Longomai-Initiative erzählt. What I see here is also a lot of these things that are going in the wrong direction are driven by money, funds. For example, they try to put all these mountain rivers now in concrete beds in the villages, which are like natural. They are really natural rivers. What we try to do in Germany now, like rewildering programs for the rivers again, with a lot of money, with a lot of stuff. And here they have it, and they want to put them now in concrete beds. But it's because they got there some European Union fundings for making climate adaptation, whatever. And they need to spend this money within 2 years, and so it needs to be fast, and there cannot be a proper discussion about what they should do with this river and what are the needs from the communities and stuff. It has to happen within 2 or 3 years, within the funding time horizon, and then also the election periods that a lot of times like cause like very bad developments, because there has to be like result after 4 years. Otherwise, like you don't think sustainable if there has to be something in 4 years already. That's the problem. I think if you really talk with people and try to get a representative opinion of the communities, including kids, including old people, including like all different kind of people, then I think these very bad developments would happen way less. But that's not happening very often because you lose time by a lot of discussions. I mean, here you could still think like, what are these few fences doing, right? But you see, like there's one municipality which is maybe covered by fences where you can see what this development leads to, and if you don't stop it, like if you don't try to interact at a certain point, you cannot control anymore. So that's what we also want to do. We want to talk with the mayors and show them how this landscape will change after a few years of like this intensive agriculture. Victoria wohnt gemeinsam mit Joe und anderen Leuten in einem Dorf am Karpatenrand und versucht genau diese Landschaftsformen hier so ein bisschen aufzubrechen. We've talked a lot about like how this business model, it's not just Karpaten meat or these businesses, these agro businesses, their direct effect on a landscape, but you know, they've introduced the concept of electric fencing your parameter to demarcate your land. And so you see these small-scale farmers suddenly, everyone does it. They buy from Karpaten meat, they buy these electric fences, and it's an irreversible mindset change that like these fences now exist in Romania, and you're not going to get rid of electric fences in Romania. And so, yes, it's the change that you can see happening in the landscape, but it's also that
there's not really ever going to be a step back away from that to how it used to be. And it's not just electric fences, it's the whole business model, the whole concepts that are introduced by Western influences, heavy machinery, and going back further and in more remote places, also technology and mobile phones, television, media, like all this stuff that some places still don't have, but they want it. And once you have it, it's irreversible to go back to not having it. It's this like development machine that just can't be stopped, and that's what's really scary to me, is in places like this where you can see it happening, and every time, like the Industrial Revolution took a long time because it was the first nation or first continent that did it, but every time a new country takes on board, it gets quicker and quicker that these changes happen, because it's a set-up structure that can be easily implemented if the money is there. Ja, und wie hier in der Nähe von Brașov ein Umwelterfolg gezeigt hat, dass also eine Neuaufnahme von großflächigem Bergbau verhindert wurde und das Ganze unter UNESCO-Schutz gestellt wurde, das Gebiet, ist so eine Überlegung auch gar nicht unmöglich, wenn sie denn eben öffentlich sind. Ähnlich wie die verheerenden Beteiligungen von österreichischen und italienischen Firmen bei der Abholzung hier in Rumänien, der letzten Eichen- und Mischwald-Urwälder Mitteleuropas. Unser Kaiseradler, der östliche Kaiseradler, also auch ein Symbolvogel für eine nahezu verschwindende Nutzungsform des Menschen oder Zusammenlebensform des Menschen mit Natur oder auch einer anderen Definition von Natur und was uns umgibt, und damit einhergehend natürlich auch Artenvielfalt, Nachhaltigkeit und eine ganz andere Ressourcenvielfalt, von der wir uns ernähren könnten. Und jetzt bin ich der Letzte, der sagen würde, zurück in Erdlöcher und Höhlen. Aber das hier zu sehen ist ein sehr überzeugendes Modell von einem sehr modernen Leben, aber eben gepaart mit einem Verständnis von Kleinteiligkeit und lokalen Communities, die sehr wohl wissen, wie so etwas aussehen könnte und dazu keine Schweizer Großunternehmen brauchen, die nur eine Handvoll der jeweiligen lokalen Bewohnerinnen und Bewohner beschäftigen, denn die wissen ja nicht, wie es geht, Originalton, und deren Profite natürlich direktamente in die Schweiz fließen und nicht etwa hier im Land bleiben. Der östliche Kaiseradler, unser Vogel der Woche. Ich wünsche Ihnen eine schöne Selbe und wir hören uns in der nächsten Woche wieder aus einem anderen großen, europaweit bekannten Naturschutzgebiet, und das ist das Donaudelta. Machen Sie es gut. Vogel der Woche.